Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Bevor ich anfange, sage ich ganz kurz alle relevanten Dinge. Meine Sendezeiten sind dienstags, freitags und sonntags immer um 19 Uhr. Montags bin ich auf dem Astrolymp-Kanal zu sehen. Da gehe ich in Zukunft ein bisschen mehr auf die Liebe ein, weil ich das ja hier auf meinem Kanal oft vernachlässige. Und ja, was wollte ich noch sagen? Jetzt wollte ich es schnell und am Stück, jetzt klappt es wieder nicht, ne? Okay, unten in der Infobox habt ihr die Angebote des Monats, den Link zu meinem Zweitkanal, wo es immer Tagesbotschaften gibt und auch den Link zu meiner Homepage und meinen Buchungsbedingungen. Unter der Woche mache ich jetzt manchmal was, wenn es der Tag so mitbringt, also zum Beispiel Vollmond, Neumond oder mal etwas Spezielles für die Elemente. Das sollte es jetzt gewesen sein. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und dann fangen wir einfach mal an, in das kollektive Wochenorakel zu gucken. Wo sind kollektive Themen in Liebe, Beruf und Finanzen? Bleibe bitte noch dran, wenn du einen speziellen Wochenimpuls für dich persönlich als Auswahl möchtest. Da haben wir die erste Karte. Das Schiff, es geht also weiter. Wenn du irgendetwas mit behördlichen Dingen hast, so kann sich hier auf dem kurzen Weg etwas klären, was dir zugute kommt. Hier speziell ist es auch möglich, jemanden wieder zu begegnen aus deinem Freundeskreis, der vielleicht ein bisschen weiter von dir weg lebt oder der sich auf den Weg zu dir, auf eine Reise zu dir begibt. Möglich, dass du diese Person schon länger nicht gesehen hast. Es kann auch ein Kind von dir sein oder ein Kollege. Speziell hier für die Selbstständigen habe ich noch, dass ihr auf jemanden treffen könnt. Auch diese Person kommt von weiter weg oder vielleicht auch sogar bei einigen vom Ausland, der euch hier gute Energien mitbringt, irgendwas auf eure Selbstständigkeit im kurzen Bereich, im kleineren Bereich für euch in die Expansion zu bringen. Wir haben im Haus des Hauses die Blumen drin. Hier gelingt alles gut, was ihr im Umfeld oder aber auch in eurer Family zu regeln habt. Die häusliche Situation wird hier begünstigt gesehen. Ja, aber das Haus des Lebens, es scheint irgendetwas an dir zu nagen. Es gibt Dinge, die dich im Nebel stehen lassen oder uns, wo man so eine Kurskorrektur braucht, einen Blickwinkelwechsel. Und hier jetzt auch nochmal, ne, das, was hier an dir nagt, das ist etwas, was dir einen Umbruch mitbringt, der hier sehr genesende Tendenzen oder, ja, ich nenne es mal rehabilitierende Tendenzen hat. Du kannst dich irgendwo rehabilitieren. Hier speziell habe ich die Ämter und Behörden dabei oder auch die Bereiche der selbstständigen Arbeit. Ja, der Bereich Arbeit liegt hier so, dass dir vielleicht irgendwas einen Konflikt gemacht hat und du jetzt hier eine Veränderung anstrebst. Die kommt auch definitiv, die bringt noch ein bisschen Stress mit sich. Die nimmt dir auch aber wieder eine Richtung, wo du, ich sag's mal, in etwas reingeschippert bist, was jetzt vielleicht dich nicht weitergebracht hat oder wo es Stagnation gab oder wo du das Gefühl hattest, du investierst und nichts kommt rund. Ich habe hier das Auflösen eines Konfliktes, schnelle Nachrichten, Aufträge, was auch immer, ne? Nachrichten, mit denen du vielleicht auch nicht gerechnet hast, die dir hier tatsächlich eine positive Veränderung mitbringen. Bei einem oder anderen kann es da speziell sein, dass ein Mensch aus deinem Arbeitsumfeld da zum Wesentlichen beiträgt.
Für einen oder anderen ist es auch möglich, ich lutsche die Situation jetzt mal komplett aus, dass sich irgendwas im Kollegenkreis verabschiedet, was dir nachher einen Pluspunkt bringt, ne? Eine stabilere Situation, eine Veränderung, die dir mehr Fundament bietet. Für die anderen kommt jemand dazu, der sehr inspirierend wirkt. Ich sehe, dass wir so ein bisschen dieses Magenkrummeln haben, was Veränderungen anbelangt, dass wir überlegen, was sich lohnt, dass wir sehr aufklärend unterwegs sind die nächste Woche, dass wir auch andere Leute mit ins Boot holen, um die Energie ja so mit Brainstorming zu klären. Es ist nächste Woche sehr wichtig, dass man ehrlich zu sich selber ist, ne? Dass man Veränderungen anstrebt, die wichtig sind, um dass wir selber geklärter sind. Ich kann es jetzt nicht besser ausdrücken. Dann habe ich hier nochmal das Berufliche. Es scheint sich irgendwas nicht ganz stimmig zu zeigen. Also es liegt ja so eine Bewegung, da schwingt viel mit Misstrauen oder Zweifel mit, ungeklärt sein, aber hier habe ich wirklich inspirierende Dinge, inspirierende Personen und eine Veränderung, die sehr stabil daherkommt. Vielleicht musst du hier auch etwas weglassen, um dich harmonischer zu fühlen. Das mag auch sein. Ich habe die Liebe hier im Hause der Sterne drin. Hier zeigt sich eine spezielle Person, die hast du vielleicht schon hinter dir gelassen. Da gab es mal eine große Anziehungskraft, diese könnte auch von weiter weg sein. Da habe ich das Gefühl, dass sich da wieder was auf dich zubewegt. Ob du es dann annimmst oder nicht, bleibt ja bei dir. Jedenfalls scheint es sich hier so zu zeigen, speziell vielleicht auch von Menschen, die auf Partner warten, Wunschpartner oder so, oder die so losere Beziehungen haben, dass sich da etwas abspielt, wo auch die körperliche Anziehungskraft eine Rolle spielt. Ich habe sehr viele Nachrichten, die verletzenden Charakter haben könnten. Das heißt, vielleicht trifft dich irgendetwas, eine Aussage, ein Gespräch. Ihr wisst, das gesprochene Wort hat viel Macht. Gucke da dann, ob das nur ein Trigger ist oder ob du so stehen lassen kannst. Ne? Weil das, was die anderen sagen, hat oftmals mehr mit den anderen zu tun als mit dir selbst. Also harmonische Kommunikation anzustreben wäre hier sinnvoll. Oder sich auch nicht so reinzuhängen, wenn es dich nicht wirklich aus den Socken haut. Auch mal die Dinge so stehen lassen zu können. Es geht sehr viel um das Thema Ehrlichkeit. Also vielleicht auch nichts zurückzuhalten, was nötig wäre auszusprechen und trotzdem in dem Rahmen zu bleiben, in dem es vertretbar ist und klärend wirkt. Ja, aber nächste Woche wirklich günstige Aspekte, nenne ich es mal, Dinge zu klären, die man mit losen Beziehungen hat oder so mit diesen Affären mit Herz, wo es aber nicht so ganz rumreicht für die Liebe oder wo noch andere Menschen mit einspielen. Da gibt es auch friedliche Kommunikation oder irgendetwas, was dich beglücken könnte, vielleicht auch eine Nachricht. Diese Veränderungen, die hier liegen, ich muss jetzt gucken, wie ich euch das so beschreiben kann, weil es ist ein bisschen skurril. Ne? Einerseits verändert sich hier was dir mehr Fundament mitbringt. Die Veränderung an sich bringt aber ein bisschen Unruhe und Stress mit und vielleicht auch Belastung oder Zähigkeit. Ne? Du musst schnell entscheiden, um aus der Zähigkeit rauszukommen. Da ist auch irgendwie ein Umbruch mitzusehen oder so von dir eine Einstellung, dass du es vielleicht lieber so belassen würdest, obwohl du erkennst, dass es eine Kurskorrektur braucht,
weil es anstrengend sein könnte, aber am Ende liegt es dir dann doch am Herzen. Hier speziell sage ich nochmal, es geht hier am Beruf, sehr viel um den Beruf bis jetzt schon in diesem Blatt, im Zusammenhang mit dem Geld. Und das Geld liegt auch hier im Außen. Ne? Das heißt, wie sieht man dich, wie nimmt man dich wahr, was ist dein Wert, was bist du bereit zu investieren, was möchtest du zurückhaben. Hier sieht man speziell auch nochmal, ich nenne es mal die Bücher oder die Arbeit an Dingen, die mit den Finanzen zu tun haben. Und auch hier nochmal zu gucken, was läuft hier finanziell in eine falsche Richtung. Also eine Kurskorrektur vorzunehmen, die mit den Finanzen zu tun hat, über den Beruf oder auch speziell geht es hier an die Selbstständigen. Da kann ein neues Kapitel aufgehen, mit dem schicksalshafte Entscheidungen anstehen, und diese Entscheidung, die kann dir unter Umständen ein bisschen lästig sein, deshalb ja auch die Verzögerung bei den Veränderungen. Also eine Entscheidung zu treffen, die es dir hier ermöglicht, ein neues Kapitel aufzuschlagen, eine neue Richtung zu gehen, verbunden mit den Finanzen auch, und auch da zu gucken, was investiere ich für meine Neubeginne oder wo kriege ich eine Veränderung her, indem man mich auch mehr, ich nenne es mal, sieht, wahrnimmt. Hier können sich, ja, hier können sich Kreisläufe verändern, die man schon lange so mitträgt, oder diese Mühlen, die man da tritt, speziell auch in allem, was Verbindung, Verbindlichkeit, an allen Themen, an denen du auch schon lange arbeitest, das kannst du hier unterbrechen. Allerdings tatsächlich mit diesem Ding, dass man eine andere Richtung wählt und dass man bewusst entscheidet. Ja? Und dann die Konsequenz für diese Entscheidung auch trägt, nennen wir es mal so. Dann habe ich hier im Haus des Herzens den Klee drin liegen. Das ist schon mal gut. Also für die Herzensangelegenheiten liegt hier ein bisschen Glück, ein kurzer Weg, vielleicht auch, was dich im Alltag so beglückt. Aber ich habe auch so diese klassische Situation, dass sich im Beziehungsbereich irgendetwas so anfühlt, dass es dich immer nur kurz glücklich macht. Ne? Das sind so die Momente, da bist du froh, und dann gibt es wieder diese Energie, wo sagt, na, irgendwie ist vielleicht doch Unzufriedenheit da. Trotz allem hier auch die Chance, so eine klassische Situation ins Drehen zu bringen, die im Bereich der Liebe, des Verliebtseins oder ja auch auf die Partner ausgerichtet ist, die vielleicht zurückgewünscht werden oder aus der Vergangenheit kommen. Also man hinterfragt hier stark sein Glück, ob einem das so reicht, wie es ist, ob man aus etwas Unverbindlichem vielleicht doch etwas mehr machen möchte. Kann dir natürlich auch in Beziehungen so gehen, da musst du kein Single sein. Manche Beziehungen sind recht unverbindlich, weil jeder was mitbringt, das ihn hindert. Ich habe im Haus der Ringe, des Rings, den Baum drin. Hier geht es um Stabilität, Wachstum, Langfristigkeit. Und im Haus des Baumes liegt die Maus und der Ring liegt im Hause der Maus drin. Also hier geht es speziell darum, etwas umzustrukturieren, etwas Verbindliches wegzulassen, dafür etwas anderes aufzunehmen. So kleine Inventur des Beziehungslebens. Speziell hier kann es sein, dass du nächste Woche Kontakte hast oder auch viel kommunizierst mit deinem Gegenüber, mit den Familienmitgliedern. Der Herr spiegelt hier oben mit Kind, eventuell Arbeitskollegen.
Da geht es sehr speziell um die berufliche Situation, um die Finanzen. Das Pärchen an sich liegt aufeinander drauf, wenn wir es korrespondieren. Da geht es auch immer ein bisschen drum, wo steht man sich selbst im Weg, wo steht der andere einem im Weg, wo geht man vielleicht etwas mit, was man selber vielleicht verändern würde. Wir haben hier auch mit der Sense im Haus des Buches drin so, hier können Dinge rauskommen oder hier kann sich etwas eröffnen, was dann so mitschwingt. Ich hatte ja hier gesagt, die Kommunikation kann auch mal verletzend sein, also einfach drauf gucken oder wie auch immer du das handhabst, die Dinge friedlich zu lösen, scheint hier eine gute Möglichkeit zu sein. Die Woche kann ein bisschen stressig werden, weil das, was du hier anstrebst, bringt einen großen Klärungsprozess mit. Da gibt es viel zu tun, da gibt es, ja, da ist einfach Beschäftigung da, ne? Sich einen Weg frei zu bahnen, zu gucken, dass man auch das, was selbst für einen wichtig ist, dass man das auch klärt, nicht nur das der anderen oder da, wo man sich mitdreht. Ich nenne es mal, das sind einige Baustellen und es geht um das Abarbeiten dieser. Ja, die Familienthemen liegen hier sehr zentral, die Spiegelungen. Da haben wir die Schlange, wir haben uns, wir haben das, was uns vielleicht auch ein bisschen ungünstige, giftige Situationen bringt im Beziehungsmuster und da einen Umbruch drin. Es geht sehr viel um das Klären von finanziellen Themen, denn ich habe, seht ihr noch alles, im Haus der Finanzen hier unten den Berg drin. Also hier liegen die Finanzen von äußeren Einflüssen mit dran. Es geht um Veränderungen und Wachstum verbindlich herzustellen. Es kann jetzt sein, dass es speziell dein Gegenüber betrifft. Es liegt sehr nah dran. Den häuslichen Bereich vielleicht auch, die Wohnsituationen, die können hier aber sehr gut gelöst werden. Unter Umständen könnte man das auch so nennen, dass man irgendwie versucht, irgendwelche finanziellen Löcher zu stopfen oder sich Klarheit im Bereich der Finanzen verschafft. Deshalb hier auch das Buch, ne? Man guckt, man lernt, man eröffnet ein Wissen, das man braucht, um Hindernisse im finanziellen Bereich, die auch über den Beruf kommen, zu klären. Haben wir schicksalshafte Neubeginne in der Umgebung, im Haus, in der Häuslichkeit. Auch das kann wieder verschiedene Personen betreffen, kommt aber hier zu einem guten Ergebnis raus. Und hier unten bestätigt sich das nochmal. Es geht sehr viel um Entscheidungen und Möglichkeiten im Beruf, die hier verbunden sind mit den Finanzen. Und man überlegt vielleicht, wie kann ich etwas vorantreiben, wie kann ich eine Stagnation beenden, wo kann ich noch mehr aus etwas rausholen. Vielleicht auch hier diese Inspiration von jemand anderem sehr gut wahrnehmen und etwas daraus machen. Die Entscheidungen sind hier schicksalshaft oder vielleicht auch schwierig zu treffen. Also das ist jetzt nicht das, wo man morgen schreit, hurra, ich mach's, sondern da überlegt man schon gut, ob man die Konsequenz tragen kann. Aber es scheint interessant zu sein für einen. Das ist jetzt nichts, wo man gleich schreit, nein, das möchte ich nicht. Hier eine sehr klärende, verbindliche Energie im Bereich allem vertragliche Umschwünge, die hier wieder auf Wachstum ausgelegt sind. Es kann auch sein, man fühlt sich die nächste Woche so ein bisschen ausgelaugt, weil es viel ist oder viele verschiedene Baustellen sind.
wird hier auch schon angezeigt, ne? Die Veränderungen liegen im Haus der Vögel, die Vögel liegen in unserem Haus. Da ist vielleicht auch viel Geschwätzigkeit, es kann auch sein, dass das nervt oder dass es so Leute gibt, die dir gute Ratschläge geben wollen, obwohl du sie nicht brauchst. Gut, das soll es mal gewesen sein. Wer jetzt noch eine persönliche Botschaft möchte, bleibt bitte dran. Ich mache noch 2 Auswahlmöglichkeiten für ein Thema für euch. Ich drücke euch, bis bald. So ihr Lieben, hier bin ich wieder. Hier seht ihr die 2 Gesellchen hier. Wir haben den rot-goldenen und den silbernen Buddha. Und wir schauen, was wir für die Woche noch mitkriegen. Als kleinen Impuls. Da im großen Blatt jetzt viel von dem Thema Beruf und Berufung war, würde ich gerne noch sowas aus dem Lebensorakel ziehen. Das soll eine kleine Inspiration sein. Das kann treffend sein, aber das muss es nicht. Ne? Das sind nämlich sehr spezielle Bereiche auch, aber ich dachte, es passt eben ganz gut dazu. So. Okay, ihr Lieben, dann lassen wir es dabei. Ich würde zu rechts tendieren und deshalb auch dabei bleiben. Wir schauen einfach, was unter dem Deck ist. Aha, guckt mal, wie passend, ne? Teamwork, mit anderen zusammenarbeiten, das hatten wir im großen Blatt auch. Also ob das jetzt speziell auf der Arbeit ist oder an sich bei irgendwelchen Problemen, teilt euch auf, gebt ab, nehmt andere mit ins Boot, ne? Situationen lösen sich zusammen, ja? Und ihr könnt hier Schritt für Schritt eure großen Träume wahr werden lassen, aber die anderen dienen hier mit als Inspiration, vielleicht auch als Erleichterung oder so, ne? Dann haben wir aus dem Berufsorakel tatsächlich, die Seele sehnt sich nach etwas Kreativem, wobei das ja immer so ist, dass die Talente auch Geld mitbringen sollen und manches ist eben eine brotlose Kunst. Aber trotzdem darfst du vielleicht um deine Herzenswünsche hier auch speziell im Thema Beruf, Berufung, deinen Träumen mehr Aufmerksamkeit geben, dir ausmalen, wie es sein könnte. Und hier kriegst du auch noch gesagt, dass du beschützt bist, während du deine Träume in Realität verwandelst. Also es ist nicht unmöglich. Dann haben wir hier die Eberesche und hahaha, auch wieder kreativer Ausdruck, ne? Idee, Inspiration, Kreativität fließt. Öffne auch deine Sinne, um zu empfangen. Was haben wir hier noch? Der Gruppenzwang. So, und jetzt kommt ein klassisches Pendant, ne? Einsteil sollst du hier mit anderen zusammenarbeiten, aber dann auch wirklich nur das machen, was für dich wichtig ist, ne? Also dich nicht von anderen in etwas reinzwingen lassen, wo du nicht 100%ig dahinter stehst. Dich nicht nötigen lassen, irgendwas zu entscheiden. Aber die Inspiration darf schon daherkommen. Wichtig ist da trotzdem bei sich zu bleiben. Wenn sich ein Nein für dich zeigt, dann ist es auch ein Nein. Du bist nicht gezwungen, irgendwo mitzumachen, nur weil alle anderen etwas so tun.
Ja, kommuniziere mit deinen Engeln, also hör auch mehr nach oben. Öffne dich für Antworten von oben. Frage auch, wenn du selber nicht weiterkommst, auch das kann Teamwork sein. Und gebe auch anderen was von deinen Botschaften zurück. Ne? Vielleicht kann es auch für andere inspirierend sein, was du hier zu sagen hast. Schutzengel haben wir Vanessa. Da geht es auch um das Thema Entscheidungen. Das hatten wir auch im großen Blatt drin als schicksalshafte Entscheidungen. Triff deine Entscheidungen, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher, welcher bringt mich eher von ihr ab. Sehr inspirierend, sehr treffend, ihr Lieben. Dann guck mal die andere Seite an. Was habt ihr hier? Versuche etwas Neues. Ne? Man kann erst dann sagen, dass sich etwas lohnt oder nicht lohnt, wenn man es ausprobiert hat. Also ihr dürft euch hier auch an neue Dinge ranwagen. Das war gemeint auch mit Kurskorrekturen. Und wenn du dieses Neue dann erprobt hast oder ausprobiert hast, dann besteht die Kunst darin, es auch zu üben, damit du aus dem etwas Gutes machen kannst. So, hier haben wir für dich als Inspiration die Ernährung, kulinarische Fähigkeiten, das habe ich so noch nie gehört. Vielleicht kümmerst du dich mal um einen Bereich, der mit Lebensmitteln zu tun hat oder so. Und hier hast du noch die Freiheit. Du bist frei, das zu tun, wofür du dich entscheidest. Auch wieder mit einer Entscheidung verbunden. Das kann sich hier auch darum handeln, dass du vielleicht schon etwas überlegt hast, was du machen könntest, aber dann gedacht hast, ich lasse es lieber, nachher bringt es nichts. Wir haben den Beifuß für dich. Da geht es um die Verbindung zur geistigen Welt. Du kriegst hier Eingebungen und Träume und ein altes Wissen eröffnet dir hier eine neue Perspektive. Vielleicht hast du tatsächlich schon über etwas nachgedacht, was jetzt wieder spruchreif wird. Die Energie der Erde, hier die Energie der Ernährung, vielleicht wirst du auch sensitiver. Du spürst vielleicht auch gerade körperliche Veränderungen oder die Schwingungen von all dem. Und mit der Sonnenblume hier geht es ums Lächeln. Ne? Vielleicht lächelst du mal wieder in die Welt und die Welt lächelt zurück. Lächeln hat auf jeden Fall regenerierende und heilsame Wirkung für dich und auch die anderen um dich herum. So, hier haben wir Opal noch. Hier steht drauf, deine Kinder auf der Erde und im Himmel sind glücklich. Sie werden von Gott und den Engeln wohlbehütet und versorgt. Also wenn du irgendeine Thematik hast mit Kindern, dann mach dir nicht so viel Gedanken. Hier ist der Schutz von oben da. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine segensreiche, inspirierte Woche. Ich drücke euch. Bis bald.